Gut, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen zum zweiten Teil Bock Backup Local und Remote. Ja, was soll ich sagen? Der erste Teil wurde ziemlich lang und ja, 45 Minuten ist für ein YouTube-Video schon schmackig. Das gucken wieder nicht so viele an. Und wenn wir da weitergemacht hätten, wären wir locker auf 1,5 Stunden gekommen. Also teilen wir das einfach und ändern das jetzt wie folgt ab, indem wir den zweiten Teil an dieser Stelle jetzt fortsetzen. Ich habe noch kurz mein Handy auf On-Air geschaltet, weil sonst fiebt und hört das hier weiter und das ist nicht gut. Gut, soviel zum Thema Internes. Im ersten Teil haben wir behandelt, wie wir die Benutzer anlegen. Also wir setzen jetzt für den zweiten Teil quasi aus dem ersten Teil voraus den Backup-Benutzer, den ihr angelegt habt, den ihr auch wissen müsst, den Namen. Dann das Bock Repro vergeben wir neu. Wir setzen also ein eigenes Repro auf. Wir haben eine lokale Sicherung aus dem ersten Teil und jetzt im zweiten Teil erstellen wir eine zweite Sicherung, die heißt dann Server. Ich werde dann mit euch die Verzeichnisstruktur nochmal durchgehen von dem gemounteten Filesystem, das wir mit SSHFS, also SSH-Filesystem mounten werden, noch einmal durch, damit ihr das versteht. Und da gibt es auch einige Stolperfallen und ich sage euch auch, warum es die meisten mit SSHFS einfach nicht ans Laufen kriegen. Wo fangen wir an? Wir fangen an, wir erstellen uns ein Repro. Im richtigen Fenster natürlich. Das wäre dann hier. So. Wir erstellen jetzt für den zweiten Teil, für unseren Server, den wir sichern werden, unseren Remote-PC, unser Remote-Laufwerk, also Notebook, PC, Server, was auch immer ihr da sichern wollt, ein neues Repro. Auf diesem Gegengerät, was ihr sichern wollt, müsst ihr nichts weiter installieren. Es muss nur einfach, wie auch im ersten Teil behandelt werden, quasi ein SSH-Server auf diesem System laufen. Der ist auch ganz leicht einfach einzurichten, verwende dazu einfach das OpenSSH. Und im ersten Teil kriegt ihr dann das ganze Knowledge und das ganze Vorgehen, wie du die Keys erstellst, wie du die Benutzer auf beiden Systemen anlegst, gleich und welche Berechtigung das du vergibst. Gut, wenn das alles Voraussetzungen abgegradet sind und du alles bei der Hand hast, dann geht es eigentlich los. Wir initiieren unser Backup mit sudo borg init. Wir hätten gern eine Encryption mit Repo-Key und wir hätten das gern im Root-Verzeichnis unter Backup Server. Im ersten Teil ja auch das Backup lokal erstellt haben und dann quasi parallel den Ordner Server jetzt dazu anlegen. So, wir müssen ein neues Kennwort vergeben, eine neue Passphrase. Ich gebe jetzt einfach Test ein. Ich mache hier keinen langen Doktor, ich lösche das einfach danach wieder. Und dann ist das gut. So, könnt ihr euch den Key auch nochmal anzeigen lassen. Da habt ihr jetzt nochmal drin stehen. Ist Test. Vergesst bitte nicht, wir ziehen uns nachher noch den Repro-Key raus. Ihr braucht, um diese Sicherung verfügen zu können, wenn ihr den Zugang einmal verloren habt, generell immer den Key, den Repro-Key, den wir uns noch rausziehen, und das Repro-Kennwort. Aber da kommen wir noch dazu, das machen wir noch, keine Sorge. Es wird wieder ein interessantes Video. Wenn ihr SSHFS-Filesystem nicht installiert habt, dann installiert das jetzt bitte. Wir sprechen hier jetzt von unserem Arbeitsplatz, auf dem wir arbeiten, unserer Workstation, unseren entfernten PC. Also ihr installiert das nicht auf dem Server oder dem anderen Gerät, was ihr sichern sollt, sondern hier lokal bei euch auf dem Gerät, auf dem ihr arbeitet. Der PC, den wir sichern wollen, der kommt dann später. Bei mir ist das SSHFS natürlich schon installiert, bei euch läuft das jetzt kurz durch. Da gehen wir dann später nochmal ganz lustig drauf ein. Das ist also alles gar nicht so wild. Und wenn ihr das jetzt auch durch habt, das müsste eigentlich schon der Fall sein, brauchen wir ein Verzeichnis, in dem wir unser Serverlaufwerk dann mit diesem hier installierten SSHFS, also SSH-Filesystem, mounten werden. Mounten tut man normalerweise, viele machen es direkt unter C, unter etc oder so. Oder unter MDA. Ich verwende generell immer einfach Media dazu. MDA ist schon dazu sehr im System drin. Gehört meiner Meinung nach nicht da rein. Also ich mache das unter sudo mkdir Media Backup Server. So, das ist unter Media wird dann quasi ein Verzeichnis erstellt, das heißt dann Backup Server und da werden wir das Laufwerk von unserem Server reinmounten, also verfügbar machen. Vergleichbar der Windows-Befehl wäre netuse c Doppelpunkt. Ja,
zum Beispiel. So, das Laufwerk ist, das Verzeichnis ist angelegt. Dann brauchen wir noch ein paar kleine Zugriffsrechte für dieses ganze Verzeichnis. Da können wir also sudo chown, dann haben wir den Benutzernamen jetzt, den wir zum Backup verwenden wollen. Wenn ihr im ersten Teil da einen anderen entschieden habt, dann haltet euch bitte an den, beziehungsweise verwendet hier diesen Benutzer, den ihr einfach verwenden wollt. Diese Verzeichnisrechte, also wir setzen hier Inhaber und Gruppe auf den entsprechenden User und dann verwenden wir das Ganze auf Media Borg Backup, also Backup Server. Okay? So, haben wir uns auch angelegt. ls Media können wir uns kurz anzeigen lassen. Die haben wir jetzt unser Verzeichnis auch angelegt. Backup Server. Und das hier haben wir hier Repro. Hätten wir hier jetzt root drin stehen, kriegen wir eventuell ein bisschen Probleme nachher. Das ist dann wieder nicht so schön, weil nämlich da nichts funktioniert. Also das nochmal einfach kurz mit ls nachkontrollieren, ob ihr das auch so drinnen habt. Okay? Dann haben wir den nächsten Schritt der Vorbereitung. Das ist eigentlich so die letzte Voraussetzung, die wir brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt noch vom FF, ja, toll, FF-Kondome. Wir müssen jetzt noch von, Entschuldigung, wir müssen jetzt noch von SSHFS die Konfigurationsdatei ein bisschen anpassen. Das machen wir mit sudo nano und die Datei, die wir bearbeiten wollen, ist etcfuse.conf. Und da geht es eigentlich nur darum, dass ihr hier, da habt ihr hier so eine Raute drin stehen, die nehmt ihr einfach raus, dass ihr da use all other drin stehen habt. Das heißt, es ermöglicht uns dann beim Aufrufen des Mountens zu sagen, wir wollen da unsere Root-Rechte haben, weil wir brauchen die Root-Rechte für Borg Backup, damit der auch sichern kann. Nein, wollen wir nicht speichern. So, dann habt ihr das auch geändert. Und jetzt werden wir uns unser Laufwerk erst einmal anmounten. Okay, wir holen uns jetzt mit SSHFS unser Laufwerk. Und hier seht ihr auch schon SSHFS, das ist klar. Das verwenden wir auch ohne sudo, also Mount-Befehle generell immer ohne sudo. Dann setzen wir jetzt O, das ist Parameter, und dann sagen wir hier all root. Das brauchen wir, damit wir alle Verzeichnisse auf root haben. Okay, dann wir loggen uns auf dem Server ein mit unserem Benutzernamen. Na, in meinem Fall borgback, wenn ihr was anderes verwendet habt, dann das bitte korrigieren. Dann eure Remote-IP-Adresse, ihr könnt auch den DNS-Namen verwenden, wenn euer DNS läuft. Ich mache das generell immer mit IP-Adressen, da lande ich generell prinzipiell auf der richtigen Kiste. So, dann geben wir an, was wir da gemountet haben wollen von unserem Laufwerk. Und zwar hatten wir hier gern die C Doppelpunkt Backslash. Da kommen jetzt wieder so ein bisschen Windows mit Pfaddangaben, allerdings nicht mit Backslash, sondern mit normalen Slash. Ist auch wichtig. Es kommen noch ein paar Kleinigkeiten, da sind so richtig schöne Stolperfallen drin, kann ich euch jetzt schon verraten, da wird es ja noch viel Freude haben. Okay, das C da hinten kommt mal weg, das brauchen wir nicht. Und das Ganze möchten wir jetzt dann in das Mount-Verzeichnis gemountet haben, Media Backup-Server. Gut, das führen wir jetzt aus und dann schauen wir uns an, was passiert. So, wir haben das jetzt eingemountet und hier oben ist aufgetaucht Backup Server. Wir haben jetzt hier oben ein neues Laufwerk. Okay? Gehen wir mal da rein. Dann gehen wir aufs Dateisystem. Media, das ist unser Home-Router. Dann haben wir hier unseren Ordner, den wir angelegt haben. Borg Backup Server. Das heißt, da haben wir es jetzt reingemountet. Wenn wir jetzt diesen Ordner anklicken, werden wir automatisch auf das Gerät weitergeschaltet. Ne? Seht ihr hier? Zack. Bin jetzt hier auf dem Gerät Borg Server. Backup Server. Dieses ist unser Sicherungslaufwerk. Dieses Laufwerk wollen wir jetzt sichern. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Wir haben C angegeben. Ja, das hätten wir hier rein gemountet. Das ist unser Laufwerk C. Wir haben aber hier nirgends ein Laufwerk C stehen. Wir müssen hier mit ganz anderen Pfadangaben arbeiten. Ich gehe jetzt mal hier in Users rein
und lass jetzt mal hier den Pfad anbinden. So, ihr habt jetzt hier einen Pfad, nicht Servername C Doppelpunkt oder Servername, Freigabename, wie ihr das von Windows kennt. Ihr habt hier das Mount-Verzeichnis. Media Backup Server. Das haben wir gemountet. Ne, das ist das Media-Verzeichnis, wo man generell eigentlich seine Mounts anlegen sollte. Da haben wir uns unser Backup Server eingerichtet, haben die Rechte vergeben und da reingeroutet. Jetzt fehlt das C Doppelpunkt Backslash, fällt komplett weg. Das gibt's hier nicht. Ihr seid hier direkt dann unter Users. Okay, wenn ihr Users jetzt hier rausnimmt, seid ihr wieder in der Root, also auf C. Ist jetzt am Anfang ein bisschen verwirrend, wenn man das aber erstmal überrissen hat, kommt man damit ganz gut klar. Dieses Verständnis für das virtuelle Filesystem, das ihr jetzt hier habt, wird dann bei der Angabe zum Sichern sehr interessant. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf User, dann gehe ich mal auf Micha und dann sage ich, ich möchte Documents haben. So, wenn ich jetzt was sichern möchte, dann möchte ich nicht von der Maschine Laufwerk sichern und den Unterordner sowieso, sondern ich möchte sichern von Media Backup Server, Users, Micha, Documents. Das hier ist dann der Pfad, so sieht der aus. Nicht das, was ihr bisher gekannt habt. Das müsst ihr vergessen. Ihr müsst sowas hier verwenden. Okay? Klingt jetzt echt mal wahnsinnig kompliziert. Ja, ich weiß. Im Skript schaut es dann ein bisschen besser aus. Da kann man es dann vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen. Wichtig ist, dass er hier einfach mal wirklich klipp und klar versteht, um was es hier geht, was wir eigentlich für Laufwerke haben. Okay? Wenn ich da drauf klicke, bin ich wieder direkt in der Root drin. So. Wenn ihr dann nämlich Schreibfehler drin habt, es reicht Dokumente als, ihr sichert den Ordner Documents und schreibt aber nicht Documents hin, wie der Ordner unter Windows heißt, sondern schreibt Dokumente hin, dann kriegt ihr einen Borg-Fehler und das Ding steigt euch aus und sichert gar nichts. Ja, das ist dann auch wieder ganz lustig. Gut, wir haben es jetzt angemountet und jetzt möchten wir uns mal einen Test erstellen, eine Testsicherung. Macht das immer gerne. Eine Testsicherung zu gucken, ob das funktioniert. Unser Befehl wäre jetzt sudo borg create. Dann haben wir Parameter S für Statistiken, P für den Progress-Balken. Dann möchten wir Heimatland. Dann möchten wir sichern Backup Server. Das ist unser Repository, wo wir hinsichern. Das, was wir Borg angelegt haben. Das liegt direkt im Root-Verzeichnis. Also nicht unter Media. Unter Media ist nur unter gemountetes Laufwerk. Ziel der Sicherung ist das Root-Verzeichnis Backup Server. So, LS, das ist die Home von unserer Festplatte. Hier haben wir ein Backup lokal. Das ist aus dem ersten Teil die Sicherung, die wir da drin haben. Und dann haben wir uns jetzt einen neuen Borg-Repository initiiert, das heißt Backup Server. Das liegt im Home-Verzeichnis unserer Linux-Partition, in unserem Rechner hier. Das liegt hier lokal auf der Maschine. Okay. Dann haben wir noch ein zweites Verzeichnis, das heißt genauso. Und das ist unter Media. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Unter Media habe ich nochmal dasselbe Verzeichnis, Borg Server. Hier unter Media ist nur das gemountete Laufwerk, also das virtuelle Laufwerk unserer entfernten Maschine. Und dieses Laufwerk hier lokal, was direkt in der Root liegt, Backup Server, ist der Ort, wo unsere Sicherung reinkommt, unser Repository. Dass ihr diesen Unterschied wirklich verstanden habt, worum es hier geht. Man hätte jetzt diese zwei Verzeichnisse natürlich anders benennen können, wäre es, ja, im Prinzip geht es aber trotzdem nur darum, einfach die Verzeichnisstruktur zu verstehen, dass es halt das Mount-Verzeichnis und das Zielverzeichnis gibt. So, dann haben wir, also wie gesagt, das ist unser Repository, das ist das hier, ne, in der Root, wo wir hinsichern wollen, Backup Server. Und darunter möchten wir eine Testsicherung anlegen. Und in dieser Testsicherung soll enthalten sein, das ist jetzt wieder ein bisschen abgeschnitten, versuchen wir das mal ein bisschen größer zu machen, so da in dieses Verzeichnis soll reingesichert werden unser Remote-Laufwerk, das Verzeichnis Media Backup Server, das ist das hier, Media Backup Server.
das virtuelle Laufwerk. Dann das Unterverzeichnis User, dann machen wir ein Sternverzeichnis, das ist er hier. Das heißt, wir führen diese Sicherung für alle existierenden Benutzer aus. Wollen wir das nochmal kurz her? Users, das wollen wir sichern. Und zwar für diesen User, für diesen User, für diesen User, für diesen User. Aus jedem Ordner wollen wir, also von jedem User wollen wir das Verzeichnis Documents haben. So, und ich mache jetzt mal eins. Ich schreibe jetzt einfach hier mal Dokument mit K, damit ihr auch wirklich seht, was ich meine. Was hier bei den Verzeichnisnamen unwichtig ist, für das aus. Dann gebe ich mein Passwort für das Repository ein. Da haben wir Tests vergeben. Bumm, Fehlermeldung. Ist nicht, geht nicht. Ihr seht also ein kleiner Schreibfehler hier bei diesen Pfadangaben und ihr seid raus. Darum kriegen das viele nicht ans Laufen. Man muss hier wirklich achten, wenn euch das Ding aussteigt, ihr habt irgendwo einen Fehler konfiguriert. Vom Prinzip funktioniert es einwandfrei. Wenn ich jetzt das, habe ich das K wieder auf C korrigiert. Ich mache Enter. Dann gebe ich wieder mein Passwort, meine Passphrase ein für die Sicherung. Enter. Und schon sichert er mir ein Buchstabe. Wirklich darauf wirklich ganz wichtig achten. So, das dauert auch nicht lange. So, wir haben gesichert 31,35 Megabyte. Komprimierte Größe ist 5 Megabyte. Das ist noch wirklich nicht viel. Damit kann man leben. So, damit habe ich eigentlich alles soweit erklärt, was es zu erklären gibt dazu. Dann machen wir U-Mount Media Backup Server. So, wir tun das jetzt unmounten. Batsch. Und ihr habt es auch hier gesehen, hier ist raus, hier hinten im Hintergrund ist auch verschwunden, das Laufwerk ist jetzt weg. Damit haben wir uns eine Testsicherung erstellt. Sudo org list. Backup Server. So, unser Kennwort, und dann lassen wir uns die Sicherung nochmal anzeigen. Und ihr seht, wir haben hier eine Testsicherung. Freitag, 23.09., also 8.09.2023, und dann hinten nochmal die genaue Bezeichnung, und das war's. So, damit ist unsere Testsicherung durch. Okay, dann haben wir noch ganz kurz eine Sache, bevor wir zum Skript übergehen, und das ist das Exportieren des Borg Repro Keys. Wir brauchen zum Zugriff, wenn die, wie sagt man so schön, die K. mal am Dampfen ist, ein Kennwort und den Key. Also das Kennwort, das wir vergeben haben, in dem Fall ist es jetzt Test, und wir brauchen den Key. Den kann man sich exportieren lassen, ganz einfach mit sudo borg key export. Dann gebt euer Repro ein, in dem Fall ist das Backup Server, und wir lassen uns die Datei auf dem Schreibtisch anlegen, eine Textdatei mit dem Namen Repro Key Server Text. Enter. So, dann braucht ihr wieder unser Zoom-Passwort. Tippt ihr den Wolf. Ich habe da ein ziemlich langes Kennwort drin. Das müsste es eigentlich sein. Genau. Repro Key Local, das ist der lokale, den wir erstellt hatten im ersten Teil. Und das ist der Server, der schaut dann so aus. So schaut euer Borg Repro Key aus. Borg Key. Und dann kommt hier haufenweise Zeug. Ich lösche das nachher einfach das Repository, und dann ist gut. Könnt ihr den Key also gerne abschreiben, wenn ihr möchtet. So, dann gehen wir über zum Skript. Ja, jetzt wird es wirklich interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll. Okay, gut. Ich habe hier mein Skript einfach mal kopiert und habe da die wichtigen Daten rausgenommen. Alles andere erkläre ich euch dann natürlich in der Datei, warum ich gewisse Sachen gemacht habe, die ihr jetzt vielleicht nicht nachvollziehen könnt. Aber das ist alles gar kein Problem. Achso, ja, eine Kleinigkeit hätten wir da noch. Ihr müsst jetzt einfach mal gucken, ob ihr MySQL Dump installiert habt. Das macht ihr einfach, indem ihr einfach MySQL Dump eingibt, und dann seht ihr schon, wenn ihr dieses Fenster, diese Ausgabe bekommt, ist das installiert.
Wenn nicht, installiert euch das bitte ganz kurz mit sudo apt install MySQL Client Core 8.0. Enter, ja, den brauchen wir dann sowieso wieder. Ist drin bei mir, ich habe das ja schon installiert, also den braucht ihr jetzt bitte noch. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Skript. Das Skript findet ihr auf der Homepage, im Homepage-Artikel, also in Begleitung zu diesem Video auch erscheint. Und da gehen wir jetzt mal durch, was ihr noch alles ändern müsst, was ihr anpassen müsst, warum, weshalb, wieso. Was geschummelt wird, was nicht, was getrickst wird und was regulär mal nicht so funktioniert. Wenn das alles so einfach wäre, Borg Backup im Remote Call eine Sicherung zu machen, würden bestimmt mehrere Videos zu kursieren. Bin aber überzeugt, dass die Anzahl der Videos dann demnächst steigen wird. Und dann gibt es natürlich bestimmt auch ein paar feinere Skripte. Ich bin ja nicht der Skriptprofi. Ich komme an die Skripte klar und das reicht mir. Gut, das Skript kommt euch bekannt vor. Es ist im Prinzip dasselbe Skript, was wir bereits verwendet haben im ersten Teil, nämlich Backup Local. Backup Local Kopie, damit haben wir gearbeitet. Das ist genau dasselbe Skript, nur jetzt eben mit ein paar Erweiterungen drin. Da haben wir jetzt noch ein paar größere Balken eingebaut, die die Abschnitte ein bisschen abtrennen. Als erstes vergeben wir unser Repro. Wir haben unser Repro schon am Anfang des Videos initiiert. Und das hieß, liegt in der Root und heißt Backup Server. Das brauchen wir nicht machen. Dann haben wir für das Backup, was wir am Anfang initiiert haben, ein Passwort vergeben. Das müsst ihr hier eintragen. In dem Fall bei mir war das Test. Ja, Laufwerke mounten, dazu kommen wir dann noch. Das wird nur lustig. Gut, MySQL Dump erstellen. Das ist jetzt das nächste. Drum brauchen wir den. Wir wollen ja die SQL-Datenbank mitsichern. Dafür müssen wir jetzt ein paar kleine Änderungen machen. Deine Server-IP-Adresse, also die IP-Adresse des Servers, wo deine SQL-Datenbank läuft, das kann eine lokale SQL-Datenbank sein, also lokal installiert, kann eine Docker sein, es kann ein eigener SQL-Server sein. Ihr braucht bloß die IP-Adresse von eurem SQL-Server, in meinem Fall die altbekannte Maschine. Dann verwendet MySQL Dump den Standardport 3306. Aus Sicherheitsgründen habe ich den normalerweise eigentlich nicht freigegeben. Ich hoste meine Docker MySQL Datenbank ohne diese Portfreigabe normalerweise, habe aber für diese Sicherung natürlich auch die Portfreigabe natürlich einbauen müssen. Und ihr könnt euch da in der Windows Defender Firewall einfach eine Regel anlegen, dass nur IP-Adressen von lokalen Maschinen akzeptiert werden, alles andere wird rejected. Die MySQL-Datenbank braucht nicht im Internet zugänglich zu sein, das ist absolut Dummfug, ihr könnt das auch auf dem Router rausblocken. Allerdings 2 Firewalls hintereinander schaden natürlich auch nicht. Gut, dann könnt ihr natürlich jetzt mit einem Doppelpunkt auch einen anderen Port angeben. Wenn ihr zum Beispiel den Port 3307 verwendet habt oder 3310, dann könnt ihr den hier mit einem Doppelpunkt getrennt noch angeben, falls eure SQL-Datenbank mit einem anderen Port erreichbar ist. -U, euer SQL-User, dürfte in der Regel root sein. So, dann haben wir hier -P-Parameter, Passwort. Ist jetzt nicht die feine englische Art, das jetzt hier einfach so in ein Skript reinzuschreiben, aber ich habe versucht, das Skript auch wirklich so einfach wie möglich und so übersichtlich wie möglich zu halten, ohne viele Variablen und if und when und Verweise, wo ihr dann nicht durchblickt, sondern dass es wirklich einfach ein Skript ist, wo man sieht, wo was drin steht, wo was gemacht wird, und da kann man auch Änderungen machen und es anpassen. Das ist einfach verständlicher in meinen Augen. Es ist natürlich dann freigestellt, hier später ein Secret einzubinden oder andere Möglichkeiten genügend, um sich aus Begleitdateien dann die entsprechenden Passwörter oder Sachen zu ziehen. Ja, bei Docker verwendet man in der Regel jetzt heutzutage Docker Secret, gab aber vorher auch ein anderes Modell mit den Event-Dateien, kann man auch verwenden, also kein Problem. So, da kommt dann das SQL
Root-Passwort hin. Wenn die Daten nicht stimmen, könnt ihr die Datenbank nicht sichern. Ja. Und das Passwort wird hier direkt an das P dran geschrieben. Das ist eure Parameter und das ist euer Passwort. Macht ihr dann der Zeichen rein, habt ihr schon den ersten Fehler wieder beieinander. So, dann hätten wir das Ganze gerne gesichert, und zwar, ich verwende hier Home, dann meinen Benutzernamen, das Home-Laufwerk von meinem Benutzer. Und dann hätte ich es gerne auf dem Schreibtisch liegen. Dieses Umleitungszeichen sagt quasi MySQL-Dump, dieser Dump wird erstellt und wird in diese Datei umgeleitet. Gut, jetzt kommen wir zum Backup der Serverdaten. Nicht der SQL-Datenbank. Wir kommen jetzt zum Backup des Servers. Dann haben wir ziemlich angelehnt, also wie auch im ersten Teil auch das ganze Skript verwendet worden ist, natürlich jetzt hier die ganze Aufteilung drin. Nur, dass wir jetzt hier einige Sachen angepasst haben. Das habe ich ein bisschen weiter vorne im Video schon erklärt. Natürlich hier das gemountete Verzeichnis, das wir mit SSHFS mounten. Das heißt, wir haben eine ganz andere Dateistruktur, wir sind nicht eine ganz andere, also einen anderen Aufbau. Wir verwenden keine Backslashes, wir verwenden Slashes zum Beispiel. Und wir haben hier kein C-Doppelpunkt drin. Das habe ich vorhin auch schon erklärt. Ihr könnt das dann auch, wie gesagt, gerne noch einmal in den Mount nachgucken, wie die korrekten Verzeichnisse halten. Das seht ihr in dem Video, könnt ihr oben auf den Knopf drücken, da zeigt euch den Pfad an und könnt ihr den da rauskopieren. So, wichtig ist nur, wir haben hier unsere Parameter, dann exkluden wir die Caches, wir exkluden Media, Backup, Server, Users, Default, den User Default wollen wir also gar nicht haben. Dann wollen wir überall die NT-User-Dat raushauen, die ist groß und überall schreibgeschützt und existiert gefühlte zigtausend Mal. Und das Ganze hätten wir dann gern als Repository gesichert. Der Hostname und das Datum. Das wird automatisch generiert. Dann definieren wir, was wir sichern wollen. Wir wollen also aus unserem gemounteten Verzeichnis, das hier ist unser Mount-Verzeichnis. Das müssen wir angeben. Und das ist dann das auf der Festplatte, was gemountet ist, was wir sichern wollen. Also Users, Sternchen heißt jetzt in dem Fall alle User-Profils, den Ordner Documents. Dann hätten wir gerne alle Users die Downloads, alle Users das OneDrive. OneDrive gibt es nochmal ein anderes Video, wie ihr das mal aus eurem System rauskriegt. Das greift dazu sehr ein und leitet eigentlich eure Sachen um auf die Cloud, obwohl das gar nicht soll, obwohl ihr gar nicht gefragt werdet, aber ist eine andere Geschichte jetzt. Dann hätten wir gerne die Videos gesichert. Eure Fotos liegen übrigens unter OneDrive drin in der Regel. Dann hätten wir gern das SSH gesichert, wegen den SSH-Einstellungen auch. Die hätten wir noch gern dabei, die sind auch nicht groß. Und falls ihr drauf habt, die Musik. Geht es da auch nicht weiter darauf ein, weil wie gesagt, ich habe das Dateisystem schon am Anfang von dem Video erklärt. Und das Skript ansonsten baut es total auf den ersten Teil auf. Das geht jetzt so, da kommt nämlich jetzt noch ein ganzer Haufen. So, mit der Keep-Option werden die letzten täglichen Backups und so weiter behalten. Das heißt, wir behalten tägliche Sicherungen 7. Dann wöchentlich haben wir 4 Sicherungen, also 4 wöchentliche Sicherungen und 6 monatliche Sicherungen. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr Datenbestand unserer Sicherungen. Dann führen wir noch ein Kompakt aus, wo die Archive nochmal komprimiert werden, bereinigt. Und jetzt kommt noch einmal ein Backup-Block und der ist SQL. Ja, der schaut jetzt dann auch ein bisschen kürzer aus. Da haben wir unsere Einleitung wieder, ganz normal, Verbrauchs, Statistikinfo, Filter, genau dasselbe wie auch oben bei den Serverdaten. Allerdings haben wir jetzt keine weiteren Ausschlüsse von Benutzerverzeichnissen oder Temp-Dateien oder sonst irgendwas drin. Dann haben wir hier SQL Server. Wieder das Datum dahinter, damit wir wissen, von wann es ist. Und da sichern wir eigentlich nur unsere
SQL-Dump-Datei, also die Backup SQL. Und die haben wir im Home /org /Schreibtisch. So, da findet ihr die Datei Org Backup SQL, den kann man dann sichern. Dann kommt hier wieder genau dasselbe. Wir behalten 7 wöchentliche Sicherungen, 7 tägliche Sicherungen, 4 wöchentliche Sicherungen und 6 monatliche Sicherungen. Dann führen wir auch nochmal das Kompakt aus. So, dann kommen wir zum Cleanup. Das heißt, die SQL-Dump-Datei wird gelöscht. Da müssen wir auch wieder das Verzeichnis anpassen. Home. Back. Schreibtisch. So, und dann unmounten wir das Ganze. Media Backup Server, das virtuelle Laufwerk von unserem Server, das wir uns hier rübergezogen haben, das tun wir beenden. Das werfen wir aus. So, dann hatte ich jetzt hier noch gerade was gesehen. Lässt mir jetzt keine Ruhe, weil wir es anständig haben. Das Hostname, ne, das passt schon, das lassen wir es einfach mal so. Man könnte jetzt, hier steht jetzt der Hostname drin, das heißt dann Mint USB, glaube ich, heißt dann der Host, oder, weil es auf dem Rechner gesichert wird. Aber es ist jetzt okay, SQL-Datenbank ist sicher, wir haben die Sicherungen, können wir das eigentlich auch so lassen. So, dann ist das jetzt erst einmal die komplette Skriptdatei, wie sie für uns interessant ist. Die erledigt uns den ganzen Job. Die erzeugt einen SQL-Dump, die sichert die Serverdaten, die Benutzerverzeichnisse, die wir eingegeben haben. Da könnt ihr noch ergänzen und reinstellen, was ihr wollt, Containerverzeichnisse oder sonstiges. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch noch andere Maschinen einbinden. Dann sichern wir backupmäßig die SQL-Datenbank, da finden wir auch ein Init für aus. Dann löschen wir die MySQL-Dump-Datei, damit sie weg ist wieder. Und dann trennen wir das Media-Laufwerk. Das ist das ganze Skript, was eigentlich abläuft. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich einen kleinen Haken bemerkt. Und dieser kleine Haken befindet sich Mount Laufwerke, SSH, SS, FSO, all root. Ja, warum ist das hier ausgerennt? Ganz einfach, wenn ihr diesen Befehl ausführt, wird er nicht funktionieren. Erkläre ich das mal ganz kurz. Wir müssen quasi zum Ausführen von Backup für das Skript sudo verwenden. So, wir müssen das Skript so ausführen. Okay? Damit wir Borg Backup die Berechtigung geben können, dass er die Sachen auch ausführt. Wenn wir jetzt eine Shell mit sudo am Laufen haben und versuchen einen Mount mit SSHFS, brechen wir noch die Zunge bei dem Wort, versuchen unter sudo auszuführen, kommt es zu diversen Kuriositäten. Es wird also hinten und vorne nicht funktionieren. Ihr könnt da Berechtigungen einstellen für Verzeichnisse, ihr könnt mit Benutzerrechten rumspielen und sonstigen. Ihr werdet es eigentlich nicht ans Laufen kriegen. Mount verwenden wir ohne sudo. So, jetzt haben wir aber das Problemchen. Wir haben jetzt hier unser Skript und ja, da greifen wir ja darauf zu. Wir müssen das ja mounten. Genau. Und dafür haben wir eine kleine Extra-Shell-Script. Das ist hier die Server Start Copy. Na? Die macht jetzt nichts anderes als Mounten des Serverlaufwerks mit SSHFS, sudo -always root, dann der Benutzername, die Server-IP-Adresse, das C-Laufwerk und das Ganze wollen wir geroutet haben nach Media Backup Server, was uns ja immer wieder über den Weg läuft. Und dann
ruft uns das Skript sudo auf und führt uns unser Backup-Server aus. Also die Sicherung, die wir hier in diesem Skript hier drin haben. Okay? So tricksen wir ihn aus. Das heißt, diese Zeile ist hier in dieser Form nicht möglich. Könnt ihr nicht ausführen. Ihr könnt euch nur behelfen, indem ihr hier einfach so eine kleine Schummelskript macht, wo er das Ding anlinkt und dann das Skript erst startet. Ja, funktioniert aber. Das ist das Schöne an der Sache. Erinnerung speichern. Ja, da haben wir einiges gemacht. Die speichern wir mal. So, die Änderung hat uns auch übernommen. Schauen wir nochmal kurz durch. Vom Prinzip müsste alles passen. Ihr seht das hier, habe ich abgeändert auf SQL-Server drin und hier oben habe ich es noch auf Horstname drin stehen lassen. Ist natürlich jetzt der falsche Horstname. Wie gesagt, den könnt ihr jetzt noch abändern in Server oder Hauptrechner oder was auch immer, was sich da vorschwebt. Ansonsten verwendet er den Lokalhost-Namen, also die Maschine, die das Backup ausführt, nicht den Namen vom Server. Gut, dann haben wir das alles soweit hingetrickst und dann würde ich sagen, Start. Sudo Schreibtisch Start, nein. Wir müssen es ohne sudo ausführen. Wir führen die Shell direkt aus mit // dann Schreibtisch und dann Backup Server Start. Ich verwende jetzt nicht die Copy. Das ist die Kopie ist die Datei, um euch zu zeigen, wo meine Inhalte nicht drinstehen. Okay? Zum Sichern verwenden wir jetzt die richtige Datei. Da seht ihr allerdings nicht, was da im Hintergrund läuft. Das ist aber nicht so wichtig. Die Funktion ist wichtig, dass ihr seht, wie es funktioniert. So, führen wir aus. Kann man so pingelig sein. So, dann braucht ihr die Passphrase für euren Key. Das kann passieren. Dann das sudo-Passwort für Backup, weil wir ja das Backup mit sudo ausführen. Und ihr seht hier oben auch schon Backup Server. Das ist das gemountete Laufwerk. Das hat er jetzt schon drin. Da können wir jetzt noch mal kurz reingehen. Users. Dann gehen wir mal auf Micha. Dann gehen wir mal auf OneDrive. Und hier sind auch eure Bilder drin, eure Pictures. Darum sage ich, OneDrive ist so eine Geschichte für sich. Gibt es ja den neuen Microsoft Service Vertrag jetzt auch. Bitte euch das auch einfach zu beachten. Darum habe ich jetzt auch das Video mit der Sicherung gemacht, weil ihr da wirklich eine Sicherung habt. Wenn sie euch das Konto sperren, könnt ihr euch einen anderen Rechner aufsetzen und könnt eure Daten dann da einspielen. Dann seid ihr wenigstens, was eure Daten angeht, auf der sicheren Seite. Und den Haken, den ich gemeint habe, war hier, da könnt ihr draufklicken. Und dann seht ihr jetzt hier Media Backup Server, das ist das Mount-Verzeichnis. Und das ist auf der Festplatte dann User, Michael-Ordner und dann OneDrive. Könnt ihr euch natürlich hier mit String C kopieren. Und lass mich den nochmal anzeigen. Seht ihr jetzt auch hier Media Backup Server, das sind genau dieselben Verzeichnisstrukturen, wenn ich das jetzt mal dahinter setze. Hier, das sind diese Verzeichnisstrukturen OneDrive, Micha, OneDrive. Ist abgedeckt hier mit diesem Ordner. Micha wird halt hier durch das Stern ersetzt, damit es für alle User gemacht wird. Ich hoffe, dass das jetzt auch so einleuchtend bei euch angekommen ist. Wenn nicht, Kommentare, Kleinigkeiten erledigen wir gerne über die Kommentare jederzeit. So, sudo-Kennwort haben wir eingegeben, lassen wir die Sicherung laufen. So, beginne SQL Dump. MySQL. Er sagte ja auch Warning, Passwort ist eine Command-Line. Ja, wissen wir. Habe ich euch darauf hingewiesen. Also wie gesagt, die Skripte hier sind einfach gehalten, so dass ihr sie einfach versteht und nachvollziehen könnt. Die meisten Skripte im Internet, wenn ihr euch anschaut, da werdet ihr wahrscheinlich auch nur Bahnhof verstehen. Ich brauchte auch mal einen halben Tag, um durchzusteigen, was das Ding da wo überhaupt macht. So, unser SQL, dann müsste es auch durch sein. Seht ihr jetzt auch hier oben, ihr könnt ja auf dem Schreibtisch auch nachvollziehen, was sich jetzt hier tut.
So, ist durch. Rufen wir die SQL dann mal schnell auf. Klicken wir mal rein. Hier sehen wir das Dump unserer Datenbank. Das Fenster wieder zu, damit wir hier keinen Sperrlock kriegen. So, beginne hier. Er sagt jetzt auch, beginne Backup Server. Er sichert jetzt die Serverseite und in diesem Verzeichnis hier ist er. Ja, das sitzen wir jetzt aus. Da lasse ich euch jetzt gerade mal ein bisschen warten und zugucken. Er sagt hier auch, Repro Backup Server wird verwendet. Dann sagt er auch, dass das Repro quasi hier das Verzeichnis angelegt. Die Sicherung heißt Mint USB. Das ist der Hostname, den ich gesagt habe, von dem lokalen Computer, der es eben ausführt. Ich schneide euch doch ein Stück raus. Gut, er ist durch. Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel und willkommen im Sportstudio zur Analyse. Hallo, hier ist im Sportstudio, können Sie mich hören? Hier haben wir unsere Shell gestartet, unser Skript. Dann haben wir unser Keyword eingegeben, unsere Passphrase. Dann hat er gesagt, MySQL Dump erstellen. Dann fängt er an, das Repro hier, Datum, Uhrzeit, beginne Backup, Server, das steht hier hinten noch einmal, Creating Archiv, MSI, Datum, so, dann haben wir hier noch ein Fingerprint drin stehen und alles andere, so, dann haben wir hier 1,5 GB, All Archives, Compression Size, es ist viel gepacktes Zeug bei mir da auf dem Server drauf, da kann er nicht viel komprimieren. Aber ein bisschen was hat er immer noch rausgeholt. Dann beginnt er das Pruning, dann sagt er die Dateien, die alle anstehen, was aufbewahrt wird und so weiter. Pruning beendet, dann beginnt er mit Kompakt. Da tut sich normalerweise auch nicht viel. Und dann hat er es beendet. Beginning Backup SQL. Creating Archiv, Backup Server, SQL Server, und da das Datum dazu. Dann das Heavy Repositiv verwenden wir wieder. Da kommt alles von der Maschine halt dann rein. Das ist auch wieder unser Fingerprint. Da habt ihr jetzt mal eine richtige Kompression, 13,78 Megabyte und das Ganze hat er runtergepackt auf 2,9, also knapp 3 Megabyte. Das ist ganz okay, da kann man nicht meckern. Dann Backup beendet, beginne Pruning. Da haben wir, sehen jetzt auch hier, dass einige Sicherungen schon vorhanden sind. Da ist er auch involviert, die werden auch aufgeführt und gezeigt. Dann das Pruning ist beendet, dann Kompakt, dann werden die SQL-Daten gelöscht, das ist Clean Up, das seht ihr auch hier oben, die ist weg. Laufwerk trennen, das Laufwerk ist auch nicht mehr gemountet und wir sind vom Kollektiv getrennt und damit ist unsere Sicherung fertig. Sudo org list Server. So, da können wir mal kurz reingucken, was haben wir da alles drin. Da haben wir eine Testsicherung. Das war die erste, die wir gemacht haben, wo wir das Backup initiiert haben, ganz am Anfang von dem Video. Dann haben wir Sicherung hier, das ist das System, US Mint, also Mint USB. Dann haben wir hier eine SQL-Datenbank dazwischen und hier unten nochmal eine SQL-Datenbank dazwischen. So schaut das eigentlich wirklich recht gut aus, kann man nicht meckern. Wir haben die Sachen, die von unserem Server gesichert werden, hier alle komplett in einem Ordner. Wie gesagt, den Begleitartikel findet ihr auf der Homepage und da ist nochmal alles detailliert beschrieben, beziehungsweise einige Sachen erkläre ich allerdings auch nur in dem Video. Gut, das soll es gewesen sein. Werden bestimmt noch ein paar Videos kommen, wie stelle ich ein Backup wieder her und wie mounte ich ein Backup, dass ich gucken kann, was da drin ist. Das brauchen wir jetzt aber, glaube ich, in diesem ausgeflippten Zweiteiler nicht mehr weiter behandeln, weil der ist schon lang genug. Solltet ihr Probleme haben beim Nachvollziehen und Umsetzen dieses Skripts, was ich für wahrscheinlich halte, dann denkt bitte dran, die KSC ist ein Remote-Dienstleister, weltweit tätig im obersten Bereich der Spitzenklasse. Und die übernehmen das für euch für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, allein gegen Auftrag. Dafür gibt es eine Rechnung.
Und im Angebot befinden sich eigentlich alle IT-Dienstleistungen und Remote-Dienstleistungen, die man anbieten kann, von Virtualisierung, Docker, Einzelplatz, Mehrplatz, Netzwerke und so weiter, alles inbegriffen. Ansonsten würde ich mich natürlich gerne über ein Like freuen, ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keinen weiteren Beitrag mehr. Alle weiteren Links werden unten in der Videobeschreibung von mir dann verlinkt, also der Link zur KSC, der Link zum Homepage-Artikel und so weiter, alles unten in der Videobeschreibung. Dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.